Hallo und herzlich willkommen. Ich werde euch heute eine Art zeigen, wie man Quitten zu Stückchen verarbeitet, sodass die jederzeit bereit sind, um damit zum Beispiel einen Kuchen zu machen. Des Weiteren werdet ihr in diesem Video lernen, wieso Quitten innen drin manchmal braun sind und ob man sie dann noch weiter verwenden kann und vor allem, wie man das Braune zumindest etwas wieder wegbekommt. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Guckt mal hier. Das sind die Quitten, die ich in Stückchen immer da habe, damit ich damit zum Beispiel Kuchen machen kann, wie diesen hier, der zugegebenermaßen etwas zu lange im Ofen war. Aber das sind die Stückchen dazu. Man kann daraus auch Tarts machen, man kann das als Kompott verwenden und so weiter und so weiter. Die Technik, die ich euch heute zeige, diese Stücken zu machen, die verursacht, dass diese Stückchen sie sind nicht bissfest. Also es ist nicht so, dass das richtig so macht, wenn man es beißt. Das nicht. Aber die sind tatsächlich noch fast chewy im Biss. Die haben also eine ganz tolle Konsistenz und ich bin davon total begeistert und ich hoffe, dass davon etwas hier überspringt. Wo es bei Kompott oder Quittenstückchen immer so ein kleines Problem ist, ist, dass man häufig die Steinchen mit drin hat und die sind echt doof. Ich zeige euch deshalb jetzt als erstes, wie ich die Quitte in diese Stückchen kriege. Es hängt auch ein bisschen von der Quitte ab. Ich habe diese schönen Birnenquitten, die ziemlich viel Fleisch haben, bis es zum Kerngehäuse kommt. Auch ist das Kerngehäuse vom Fleisch sehr definiert. Das heißt also, das geht nicht noch über bis in das Fleisch rein an den Rand. Kann man das so sagen? Braucht ein bisschen, aber irgendwann kommt man schon dahinter, was du gemeint hast. Ich möchte damit sagen, dass es Quitten gibt, bei denen das eventuell nicht gehen kann, die Schnitttechnik einzusetzen, die ich hier jetzt einsetze, weil die Steinchen sowieso in der ganzen Quitte sind. Hier geht es gut. Wenn wir jetzt die Stückchen haben wollen, dann schneiden wir bei der Quitte von oben nach unten, so dass wir an dem Kerngehäuse vorbeischneiden. Mit ein bisschen Übung hat man das relativ schnell raus und dann geht es auch recht gut. Manchmal gerät man dann trotzdem an eine Stelle, wo man auf einen leichten Widerstand gerät. Den darf man nicht überschreiten. Dann setzt man nochmal neu an und vielleicht sogar nochmal neu an, bis man die Stelle findet, wo man leicht durchkommt. Dann schneidet man die Stückchen unten am Kerngehäuse ab. Das heißt also am Strunk und an der Blüte. Das Bildmaterial, was wir hier nutzen, ist vom letzten Jahr und wie ihr seht, ist die Quitte innen drin braun. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, erkläre ich euch nach dem Rezept etwas genauer. Was ich aber vorab schon mal sagen möchte, ist, ja, man kann die Quitte so auch noch essen. Die so gewonnenen Fruchtstücke teile ich dann in Stücke, die ungefähr so groß sind wie hier. Die sind für mich ideal. Man kann es natürlich auch anders machen, man könnte sie auch kleiner machen. Das hält es übrigens echt aus. Das heißt also, würdet ihr nur ganz kleine Stückchen machen, wird bei dieser Technik ebenfalls rauskommen, dass die Stücken bleiben und nicht zu weich werden. Aber diese Stücke für mich sind ideal. Das, was um den Kern rum ist, übrigens werfe ich nicht weg. Das lege ich ein in Vitamin C Wasser und verarbeite es später zu Mousse. Auch die Stückchen kommen in etwas Vitamin C Wasser und werden regelmäßig umgerührt, damit sich die Säure gut auf den Quittenstücken verteilt. Was die Menge an Vitamin C zu Wasser betrifft, es ist normalerweise so, hier mache ich jetzt vielleicht einen halben Liter, vielleicht höchstens einen Liter, je nachdem wie viel Quittenstückchen ich habe, Wasser rein und dann tue ich gerne mal so einen Teelöffel Vitamin C rein. Ich spare daran nicht, weil ich weiß, was es technisch und chemisch tut. Ihr könnt das so machen, wie ihr wollt. Man sollte einen halben Teelöffel schon nehmen auf ungefähr einen halben Liter Wasser, damit die Wirkung sich auch tatsächlich zeigt. Das Vitamin C wirkt antioxidierend und verursacht einmal, dass die Farbe der Früchte besser erhalten bleibt und verursacht auch, dass Bräune bei Früchten nicht auftritt und auch, wie ihr später sehen werdet, dass Bräune zum Teil sogar sich etwas eindämmen lässt. Und jetzt wird es wieder denkbar einfach. Wir tun etwas Wasser in einen Topf. Dann füllen wir die Quittenstückchen hinein und zwar inklusive des Vitamin C Wassers. Und dann fangen wir an, das Ganze leicht aufzukochen, also nicht sofort sprudeln, sondern so Stück für Stück, damit die Quitten etwas Flüssigkeit abgeben können. Das Gute an dieser Methode ist, dass wir die Quitten und vor allem den Geschmack davon nicht verwässern, sondern wir bilden den Rest des Saftes, den wir brauchen, mit den Quitten selbst.
Wir fügen beliebig Zucker hinzu. Ich nehme meistens Hälfte Rohrohrzucker, Bio, und Xylit, um die Kalorien etwas zu reduzieren. Und ihr könnt aber so viel oder so wenig Zucker und Süße nehmen, wie ihr wollt, weil das hat mit der Haltbarkeit nichts zu tun, vorausgesetzt, ihr beachtet die Hitze. Und das bringt uns dann direkt zum nächsten Punkt, denn jetzt kochen wir die Quitten auf. Hier gibt es wieder diesen wichtigsten Punkt, denn wir müssen die Quitten lange und gut und tief genug erhitzen. Wir wollen sie aber nicht so lange erhitzen, dass sie wieder weich werden. Hier können wir also jetzt ordentlich Dampf drauf geben, das heißt ordentlich Hitze rauf tun, solange die Quitten nicht direkt mehr am Boden des Topfes sind und das Ganze aufkochen, bis es richtig kocht. Interessant ist, dass durch die Flüssigkeit die Hitze auf die Quittenstücken sehr schnell übertragen wird. Und so können wir sehen, dass wir die Kerntemperatur von mindestens 85 Grad innerhalb der Quitte relativ schnell erreichen. Hierbei möchte ich euch nochmal wärmstens ein Küchenthermometer ans Herz legen. Das gibt es auch bei den Discountern immer mal wieder recht günstig und die sind recht zuverlässig. Denn mit so einem Küchenthermometer könnt ihr auch gern mal in so ein Quittenstück reinstechen und sehen, wo die Temperatur ist. Und wie ihr hier seht, ist das Quittenstück erst bei 60 Grad, obwohl alles drumherum blubbert. Die Abfülltemperatur des gesamten Zeugs liegt bei 90 oder besser noch über 90 Grad. Denn wenn ihr diese Temperatur über, sagen wir mal, 1 oder 2 Minuten haltet, könntet ihr eigentlich schon davon ausgehen, dass die Quittenstücke bei dieser Größe auch bereits bei gut über 80 Grad sind. Jetzt füllen wir das Ganze in saubere Gläser ab, verschließen sie und in diesem Falle würde ich empfehlen, wir stellen sie auf den Kopf, um sicher zu gehen, dass der Kopfraum hier auch ordentlich nochmal nacherhitzt wird. Weil wir haben hier dickes Glas, ne? Wir haben hier den Deckel und wir wollen sicher gehen, dass alles innerhalb des Glases bei über 80 Grad ist, sobald das Glas verschlossen ist. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, schaut euch gerne mein Video Heiß einfüllen an, denn da ist diese Technik genau erklärt. Bei der Größe an Gläsern kann man sich an dem anpassen, was man braucht. Ich finde 500 Milliliter Gläser immer ganz gut, weil für einen Kuchen brauche ich meistens 500 oder 1000 Gramm an Früchten. Beziehungsweise meistens ein bisschen weniger, nehmen wir die Flüssigkeit raus, haben wir eigentlich eine richtig gute Menge. Ich esse gerne Kompott, zum Beispiel zu Milchreis und so weiter. Da habe ich immer gerne 200 Milliliter Gläser. Das kann man genauso machen, weil dann habe ich einfach es genauso, wie ich es haben möchte. Und das Schöne ist, ich brauche mich nach dem Öffnen nicht darum zu kümmern, dass ich es dann innerhalb von 2, 3 Tagen aufessen muss, weil in dem Moment, wo wir es öffnen, wird es natürlich schlecht. Das bringt uns direkt zur Haltbarkeit. So abgefüllt und verschlossen ist so ein Glas eigentlich haltbar bis zu dem Punkt, wo wir es aufmachen. Ist es auf, dann passiert das, was bei allem passiert, was jetzt nicht 50% Zucker beinhaltet, was wir ja gar nicht wollen. Es muss in den Kühlschrank und da hält es sich meistens ein paar Tage und dann wird es schlecht. Variationen. Wenn man die Stückchen in dem bisschen Vitamin C Wasser hat, kann man für das Wasser im Topf zum Beispiel Rotwein verwenden. Oder auch Weißwein. Portwein ist auch ganz toll. Das gibt dann so einen kleinen, schönen Nebengeschmack. Der Alkohol geht natürlich durch das Kochen etwas weg. Es bleibt auch ein bisschen was drin. Also Leute, die keinen Alkohol wollen, sollten sowas nicht machen. Aber das ist auch eine schöne Variante. Man kann natürlich auch noch Vanille dazu tun oder Tonkabohne oder was auch immer einem gefällt. Zimt ist auch schön. Und das ist eine weitere Variante, wie man Quitten auch in großer Menge relativ leicht verarbeiten kann. Bringt uns jetzt zu dem Punkt, warum werden Quitten innen braun, selbst wenn sie am Baum hängen? Und was kann man dagegen tun? Interessant ist, dass diese Quitten braun vom Baum geerntet wurden. Das heißt, das ist keine Reaktion, die passiert aufgrund von Oxidation. Häufig ist das tatsächlich eine Art, sagen wir mal, Altersschwäche. Es ist wirklich so, dass wenn man manche Sorten von Quitten zu lange am Baum hängen lässt, dann reagieren sie mit einer Art Altersschwächen-Zellstrukturänderung. Die werden einfach braun. Das hängt aber ein bisschen von der Quittensorte ab. Bei meiner Sorte, das ist die Zydora robusta, ist das sehr doll der Fall. Das war ja letztes Jahr, dass die so braun wurde. Dieses Jahr haben wir sie etwas früher geerntet und die werden wir gleich mal aufschneiden und dann zeige ich euch, wie sie jetzt aussieht.
Ein weiterer Grund könnte einfach Nährstoffmangel sein. Das kann sein, dass beim Wachsen einfach zu wenig Kalzium da war zum Beispiel. Die Bräunung kann auch passieren, wenn die Quitten geerntet wurden und dann zu lange gelagert wurden. Auch da verändern sich einfach die Zellwände und eine Bräunung tritt ein. Diese Bräunung wie bei diesen Quitten hier jetzt verursacht tatsächlich auch ein bisschen, dass sich der Geschmack der Quitte verändert. Sie ist nicht mehr ganz so frisch, wie sie wäre, wenn sie nicht braun ist. Trotzdem ist sie absolut essbar und ich finde sie auch immer noch sehr, sehr lecker. Allerdings, wenn wir sie so braun wie sie ist dann verarbeiten und nichts dagegen tun, kann es tatsächlich sein, dass das Mousse, die Marmelade oder was auch immer tatsächlich leicht bräunlich aussieht. Aber wir sind ja nicht blöd und haben eine Lösung dagegen. Und zwar lautet diese Lösung Ascorbinsäure, Vitamin C. Hier wird oft gesagt, wieso Zitronensaft tut es doch auch und Zitronensäure tut es auch. Nein. Rein technisch gesehen ist es tatsächlich so, dass der antioxidierende Faktor bei Vitamin C viel höher ist als bei Zitronensaft und Zitronensäure. Und auch in der Industrie wird tatsächlich Ascorbinsäure viel mehr dafür eingesetzt als irgendwas anderes, weil tatsächlich das Vitamin C ganz speziell dazu führt, dass sich dieser oxidierende Faktor nahezu umkehrt. Das ist übrigens gerne etwas, worüber ich in Zukunft nochmal ein Video machen möchte, weil da gibt es tatsächlich noch mehr dazu zu sagen. Aber für jetzt zeige ich euch hier mal tatsächlich den Unterschied. Hier habe ich eine schöne braune Quitte und streiche die mal ein bisschen ein mit ziemlich ordentlich Vitamin C. Das ist tatsächlich noch so ein bisschen pulverig. Das reibe ich da jetzt mal drauf. Und hier seht ihr, wie das aussieht nach ungefähr einer halben Stunde. Da kann man sagen, das ist ja ein bisschen besser. Ja, das stimmt. Macht man das aber im Kochprozess, dann werden diese braunen Quitten, und ihr habt ja gesehen, wie sie am Anfang aussahen, tatsächlich zu solchen Quitten. Und die haben einfach diese wunderbare orangene Färbung, die wir bei Quitten manchmal bekommen. Und man sieht gar nichts mehr von der Bräune, die da war, als ich das verarbeitet habe. Und das ist dann auch schon wieder eine weitere Art, wie man auch viele Quitten und auch Quittenschwämmen relativ schnell und einfach verarbeiten kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.